Herzlich willkommen zu den Plenty Systems News im Juli 2023. Heute schauen wir auf die geplanten Neuerungen der kommenden Monate und nach dem Intro, da geht's los. Also, los geht's. Eine Info noch vorweg. Da wir jetzt ja mit Plenty One ein weiteres Produkt neben Plenty Markets anbieten, nennen wir die Technologie oder unsere Softwareplattform ab sofort Plenty Systems. Also nicht, dass ihr verwirrt seid. Der letzte Entwicklungszyklus ist ja zum Abschluss gekommen und wir konnten eine ganze Reihe toller Produktneuigkeiten veröffentlichen. Da gehört zum Beispiel das Thema geführte Touren zur schnellen Konfiguration dazu, genauso wie die neue Order UI, der Shop Booster in Version 4, der jetzt jedem zur Verfügung steht, die neue Item UI, aber genauso auch neue Vertriebskanäle wie zum Beispiel Kaufland Tschechien oder Slowakei, aber auch Decathlon dazu. Wenn ihr mehr wissen wollt, gar kein Problem. Wir haben euch unten in die Infobox einen Link gepackt. Da könnt ihr euch nochmal die kompletten Produkt-Innovations anschauen, die wir auch während der Keynote euch mit auf den Weg gegeben haben. So, jetzt geht's aber los mit den Produkt-News. Denn wir starten oder haben ja wieder einen neuen 6-Monats-Zyklus gestartet, und zwar im letzten Monat Juni. Und in einem 6-Monats-Zyklus, da sind alle Produktteams dran, ihren Operating Plan, wir nennen das ja kurz OP, abzuarbeiten, und der ist randvoll mit Key Initiatives. Und heute möchten wir euch dazu einen Einblick geben über die allerwichtigsten Projekte, an denen halt dann bis Ende November gearbeitet werden wird. Und ja, pro Team wird natürlich auch an weiteren Projekten gearbeitet, über die wir heute noch nichts hören. Heute haben wir uns einfach auf die wichtigsten und größten Themen fokussiert. Und die Vorstellung erfolgt wie üblich über die Area Product Manager, welche die inhaltliche Weiterentwicklung der einzelnen Product Areas verantworten. Und los geht's heute mal mit Kolja. Bitte sehr. Ja, vielen Dank, Jan. Ich würde gern mit einem globalen Thema anfangen, und das ist die Plenty Roadmap zum OP1 2023, also der jetzt gestartet hat. Diese Roadmap findet ihr bei uns im Handbuch. Dort könnt ihr den Status der aktuellen Themen, der einzelnen Areas und Produkte einsehen und entsprechende Links ins Forum, weitere Informationen etc. Den Link findet ihr hierzu in der Infobox. Dann mache ich gerne weiter mit meiner Area, dem Business Development, wo der Plenty Shop mit integriert ist. Und hier geht es darum, dass wir die geführte Touren nun haben. Das heißt, für die Ersteinrichtung eures Plenty Shops könnt ihr die geführten Touren nun benutzen, um die Ersteinrichtung zu machen. Das Ganze ist aber nicht nur die einzige geführte Tour, sondern es gibt noch viele mehr. Dafür gibt es ebenfalls einen Link hier in der Infobox, auf den ihr gerne mal klicken könnt und euch anschauen könnt, was wir alles für euch bereithalten bei den geführten Touren, die auch stetig weiterentwickelt werden. Weiter möchte ich machen mit den Einstellungs-UIs, das hatte ich im letzten Video schon erwähnt. Hier haben wir sie sozusagen up-to-date gebracht. Wir haben sie alle auf Angular rübergezogen. Das hilft uns bei der Wartung. Es sollte für euch auch einfacher sein, sie zu bedienen. Wir haben zum Beispiel die Rechtstexte-UI überarbeitet, um die User Experience etwas zu verbessern. Ebenfalls dazu, wenn ihr wissen wollt, wo die UIs sind. Wenn ihr davon nichts gehört habt, könnt ihr das ebenfalls im Infotext in der Infobox einmal nachschauen. Dort haben wir einen Forum-Link hinterlegt. Dort gibt es weitere Informationen. Und jetzt möchte ich gerne auf das wichtigste Thema in unserer Area darauf aufmerksam machen. Das ist der PWA Release sowie Basic View Storefront Integration. Das ist der größte Meilenstein, den wir in diesem OP haben werden. Wir arbeiten gerade eine Roadmap aus, sodass ihr auf einer Landingpage alle notwendigen Informationen finden könnt. Die werden wir bald für euch zur Verfügung stellen, sodass ihr sehen könnt, was ist die PWA, warum ist sie so gut und wie werden wir sukzessive mit weiteren Features über diesen OP wie werden wir weitere Funktionen integrieren in die PWA. Und wie gesagt, das ist unser größter Meilenstein. Ich bin sehr, sehr froh, wenn ich die ersten Ergebnisse von euch sehe, wenn ihr den Shop benutzt, wenn die Agenturen endlich damit starten, die PWA zu verwenden, auf uns zukommen mit Fragen. Wir haben schon sehr viel im Hackathon gesammelt, aber ja, da gibt es noch viel, viel mehr zu erkunden. Und wie gesagt, ich freue mich, dort was zu sehen. Und das wäre es auch von meinem Ausblick, und dann würde ich gerne an den Daniel weitergeben.
Ja, danke, Kolja. Ja, ich fange ähnlich wie Kolja auch mal mit einem kurzen Rückblick an. Ja, als erstes möchte ich an dieser Stelle die neuen Verkaufskanäle kommunizieren, wie es Jan gerade schon mal getan hat. Das sind die wir im letzten halben Jahr implementiert haben. Bis auf eMAG sind auch alle live beziehungsweise in der Beta-Phase. Zum einen haben wir die Kaufland-Schnittstelle erweitert. Somit habt ihr jetzt die Möglichkeit, auch in Tschechien und in der Slowakei zu verkaufen. Die nächsten beiden Integrationen bieten speziellen Zielgruppen weitere Möglichkeiten. Hier gibt es zum einen Wayfair, Entschuldigung, für die Kategorie Haus und Garten und zum anderen Decathlon für den Bereich Sport und Outdoor. Ja, eine weitere Integration, welche kurz vor der Veröffentlichung steht, ist eMAG. Ja, eMAG ist ein Marktplatz, der ähnlich wie Amazon oder Otto ist, wo man in sämtlichen Kategorien sein Sortiment verkaufen kann. Ja, hier habt ihr die Möglichkeit, neben Rumänien auch in Ungarn und oder Bulgarien eure Ware zu verkaufen. Ja, ein weiteres großes Thema im letzten OP, das war bei uns der Katalog. Wir haben versucht, diesen zu optimieren. Für euch ist da leider aktuell noch nicht so viel zu sehen. Wir mussten hier relativ viel im Hintergrund machen, damit wir das Master-Template integrieren konnten. Von dem Master-Template seht ihr leider aktuell auch noch nichts. Da kommen wir aber jetzt gleich zu beim Ausblick. Wir machen am besten direkt mit dem Ausblick weiter und auch hier fangen wir mit Amazon an. Ja, gerade bei Amazon und dem Master-Template werden wir im kommenden OP, also in dem, was jetzt im Juni gestartet ist, gebündelt mit dem gesamten Team daran arbeiten. Das liegt daran, dass zum einen die bis dato genutzten Flat-Files durch eine API ersetzt werden und zum anderen, dass eine neue Integration des Katalogs für Amazon ansteht, in welcher wir auch direkt das Master-Template integrieren werden. Ja, das Master-Template hat für euch den Vorteil, dass ihr unter anderem die Möglichkeit habt, Werte zu vererben, also von einer höheren Ebene in eine tiefere Ebene, aber auch das Kopieren von Katalogen, also für Kategorie A zu Kategorie B oder ähnliches. Ja, ich glaube, das ist aktuell noch ein bisschen schwer zu greifen und auch in Worte zu fassen. Wir haben uns aber mit dem gesamten Team jede Menge Gedanken gemacht und werden hier auch bald auf euch zukommen. Ja, weitere Themen im aktuellen Operating Plan sind bei uns unter anderem multi-account-fähige Zalando-Kataloge, aber auch kleinere Dinge, wie zum Beispiel der Katalog für Marktkauf. Ja, und zusätzlich mussten wir uns natürlich auch irgendwo ein bisschen Zeit reservieren, um etwaige Verbesserungen am Master-Template und am Katalog zu berücksichtigen. Ja, das war es soweit von Plenty Channel und ich gebe mal weiter an Aje. So, vielen Dank, Daniel. Das mit dem Unmuten war ein bisschen schwierig jetzt. Von daher gucken wir mal weiter. Was gibt's Neues aus dem Bereich OMS oder was haben wir gemacht? Was ist der Abschluss gewesen? Womit geht's weiter? Also im Großen und Ganzen hatte man das bei der Keynote schon gesehen. Wir haben relativ große Themen gehabt im letzten OP. Vieles davon wird jetzt die erste Phase zumindest des neuen OPs noch begleiten. Es geht mit dem Document Builder eigentlich gleich los. Das heißt, wir haben den Document Builder veröffentlicht in der Open Beta zum Ende des OPs. Was jetzt noch passiert ist, dass weitere Dokumenttypen hinzugefügt werden in das ganze Konstrukt. Was wichtig ist, oder andersrum, eins der Ziele war für den OP, den Document Builder als alleinige Möglichkeit zu haben, in neuen Systemen Dokumente einzurichten und auch zu generieren. Das wird auch Teil des OPs sein. Das heißt, es wird in den nächsten Wochen und Monaten passieren. Was für die Bestandskunden aber super wichtig ist, wir werden den EOL auf jeden Fall dieses Jahr nicht mehr durchführen. Das heißt, es wird also wir haben jetzt noch keinen Termin wirklich definiert, aber vor 2024 wird es da nichts geben. Man wird halt mit den alten Settings noch weiterarbeiten können. Realistischerweise muss man aber sagen, weil der Document Builder so viel Neues kann und neue Funktionen bietet, ist es wahrscheinlich so, dass ihr freiwillig wechseln werdet, weil es einfach besser ist und einfacher ist. Aber wie gesagt, wer noch nicht wechseln möchte, hat auf jeden Fall Zeit. Da gibt es keinen Zeitdruck. Neue Systeme werden in Kürze, sobald es möglich ist, nur noch mit dem Document Builder ausgeliefert. Unabhängig davon, das ist relativ wichtig, weil das in den letzten Wochen hochgekommen ist, dass das Thema Nummernkreise, das wird vorher passieren müssen, dass wir da die aktualisierte Version und UI rausbringen. Da wird im Moment noch gearbeitet an dem Release für Stable. Das heißt, es findet eine ganze Menge Bugfixing statt. Sobald das klar und durch ist und sauber getestet ist, werden wir das auch releasen, aber das ist unabhängig vom Document Builder. Also da war der letzte Release ein bisschen unglücklich, das ist zusammen passiert, sollte oder hätte so nicht sein sollen, von der Kommunikation nicht gut gewesen, aber auch vom Release selber. Die Nummernkreise hätten wir vorher releasen können und auch sollen. Wie gesagt, jetzt für die Stable-Kunden ist es halt noch so, da wird noch gebastelt
Und sobald das rund ist, werden wir das releasen. Für Plentiflow, das wird halt interessant, beziehungsweise ist eine Ankündigung, weil wir in der Keynote gesagt hatten, dass das jetzt im Sommer möglich sein wird, schon zu testen. Dadurch, dass wir an anderen Projekten arbeiten mussten, verzögert sich das ein bisschen. Wir werden das jetzt so planen, dass wir zum Herbst so eine Spielwiese anbieten können. Das heißt, die ersten Filter, Events und Trigger werden dann verfügbar sein. Das wird aber dann noch nicht den Stand haben, dass man wirklich vollumfänglich umsteigen könnte. Aber man hat dann schon mal einen Ausblick auf das, wie Plentiflow aussehen wird dann. Und dann geht's halt im nächsten OP dann richtig weiter. Für die Order UI haben wir Zeit reserviert. Im Moment sieht es so aus, dass da nicht so viele Themen noch offen sind, die euch stören tatsächlich. Wir haben unheimlich viel Kommunikation in den letzten Tagen und Wochen gemacht. Was bei uns aufgekommen ist, je mehr sich die Kunden und Anwender mit dem Thema beschäftigt haben, desto lieber wird die neue UI genutzt. Das ist irgendwie toll zu sehen gewesen. Was wir da jetzt noch machen, ist halt wirklich zu gucken, dass die Themen, die wirklich noch offen sind, also das Thema Performance zum Beispiel, dass wir da schnell liefern können. Das sieht auch schon sehr zuversichtlich aus. Wir haben ein paar Punkte schon gefunden, wo man nachbessern kann und auch werden. Also da werden wir auch nachbessern natürlich. Und dann wird es wahrscheinlich so sein, wenn wir tatsächlich schon diese Themen abgearbeitet haben, dass wir schon eigentlich in den Bereich kommen, wo wir neue Features mit einbauen können. Und das wird dann halt auch passieren. Also es wird dann schon in die Richtung gehen, dass die neue Order UI so erweitert wird mit Funktionen, die damals noch nicht vorhanden waren in der alten. Also schon mal einen Schritt weiter. Also das wäre so wahrscheinlich so die erste Hälfte der nächsten 6 Monate werden wir da noch haben. Aber wie gesagt, auch die Zeit reserviert, falls doch noch Themen aufkommen, die wir schnell anpacken müssten, dass wir da reagieren können. Und was noch ein super interessantes Thema ist, was wir endlich machen werden, sind Katalogformate im Bereich Fulfillment. Das heißt, wir wollen alte Exportformate ablösen. Ich finde das ganz gut, weil wir dann halt wirklich in unserem Bereich vollkommen rund sind. Das ist der letzte Bereich, der noch keine Katalogformate hat. Von daher, ich bin da sehr gespannt, was das Team dann bringt. Ja, also froh, dass wir dann halt auch da wieder technische Schuld oder halt altes Zeug ablösen können, was wir eigentlich noch schon Ewigkeit mit uns rumschleppen. Aber es ist natürlich auch da klar, das muss mindestens die Funktionalität haben, was wir vorher hatten. Das Schöne beim Katalog ist natürlich im Vergleich zu den alten Formaten, dass wir nicht mehr diese Riesenauflistung von Formaten vorgeben müssen, sondern wir können ein paar Standard-Templates vorgeben und der Rest kann sich dann individuell selber zusammengebaut werden. Genau. Und so viel zum Thema OMS. Thorsten, mach gerne weiter. Vielen Dank, Arja. Ja, da würde ich mal anfangen mit dem Messenger. Da ist es ja so, habt ihr ja mitbekommen, dass es unser Ziel ist, da mittelfristig eine bessere Alternative für das bestehende Ticketsystem auf Basis des Messengers anzubieten. Und da haben wir in der Vergangenheit bereits auch schon einiges für getan. Zum Beispiel haben wir kontinuierlich die UI immer verbessert, auch auf Basis eures Feedbacks. Wir haben solche Dinge eingefügt wie Status etc. Und gerade in den letzten paar Wochen haben wir uns halt auch intensiv mit der Architektur nochmal auseinandergesetzt, um punktuelle Performance-Probleme da auch in den Griff zu kriegen. Da ist also schon viel passiert. Wir wissen aber, dass natürlich auch noch einige Themen offen sind. Und deswegen haben wir auch welche mit in den nächsten OP genommen, unter anderem die eBay-Integration, weil die sonst fehlen würde, wenn wir das Ticketsystem nicht mehr hätten. Und natürlich wissen wir, dass auch Migrationsfragen noch zu beantworten sind. Und an der Stelle vielleicht auch die Beruhigung, ähnlich wie bei Aje. Wir wissen, solange wir da halt keine wirkliche Alternative anbieten können, also keine wirklich Feature-Gleichheit haben, werden wir euch das auch so schnell nicht wegnehmen, also den Bestandskunden. Ne? Jetzt das Ticketsystem, da werdet ihr noch einige Monate mit arbeiten können. Und wenn, dann werden wir rechtzeitig Bescheid sagen, wenn dann irgendwelche EOL konkret absehbar sind. Das an der Stelle. Im Bereich Stock ist es auch so, dass wir im Hintergrund arbeiten, habe ich in der Vergangenheit auch schon erwähnt, und zwar wirklich mit massiver Hilfe aller Teams bei Plenty, da wir ja Services für Reservierungen schon bereitgestellt haben. Und jetzt haben wir halt gemerkt, wenn man ganz konzentriert mal mit den einzelnen Fachabteilungen zusammenarbeitet, dass es immer noch wieder Sonderfälle gibt, die wir in der Vergangenheit gar nicht so berücksichtigt haben. Und da wurde jetzt viel im letzten OP dran gearbeitet. Im aktuellen OP sind wir sehr zuversichtlich, dass wir das jetzt auch wirklich auf die Straße bekommen. Also, dass wir quasi alle konsumierenden Teile von Plenty die neuen Reservierungen benutzen werden. Und ihr werdet davon profitieren, denn offene Aufträge im System, eine hohe Anzahl werden dann kein Problem mehr sein. Und wir können auch
Themen handhaben, die in der Vergangenheit ein bisschen schwierig waren, wie Pending Reservations, also dass ich Bestand reserviere für was ich physisch noch gar nicht da habe, beispielsweise. Bundle-Reservierungen sind ein Thema. Dann wir haben uns drüber unterhalten, auch Warenkorb-Reservierungen werden dann ganz anders möglich sein. Und was wir auch planen, das ist auch dann im Backend mal so eine Übersicht über Reservierungen, dass man das halt auch mal einsehen kann. Das sind so die Themen bei Stock, da geht's weiter vorwärts. Wie gesagt, die meiste Zeit werdet ihr davon gar nichts mitbekommen, außer wir haben dann so eine Backend-UI. Da sind wir aber auf einem guten Weg. Im Bereich der Item-UI ist es so, dass wir ebenfalls ganz große Schritte nach vorne gemacht haben. Im letzten OP haben wir noch so ein bisschen Gaps abgearbeitet, so ein paar Lücken, die noch da waren, also Artikelsets oder Listings, mal um Stichworte zu nennen. Und wir haben aber auch schon eine ganze Reihe von Verbesserungen reingebracht, die es in der alten UI so überhaupt nicht gab. Stichworte sind hier Änderungshistorie, habe ich letztes Mal, glaube ich, auch erzählt, ne? Dass man direkt in der Variante sehen kann, wer hat was, welchen Wert zum welchen Zielwert geändert. Das ist jetzt sprachlich ein bisschen holprig, aber wir haben auch sowas Tolles wie editierbare Toolbar. Du weißt es, wir haben vorhin auch mit anderen PM zusammengesessen und haben gesagt, okay, das wollen wir auch strukturell in anderen UIs haben, gehen da die nächsten Schritte. Das ist nicht nur bei Item bleibt, ja, Hinzufügen von Eigenschaften und vieles mehr. Inline-Table-Editing habe ich letztes Mal angekündigt, hat sich ein bisschen verschoben, lappt jetzt in den aktuellen OP rein, weil die QA-Phase sehr intensiv war, kommt aber in Kürze. Und ein wichtiges Thema, das haben wir auch auf jeden Fall auch mit im OP, das ist diese Katalogvorschau, die ist mir relativ wichtig, weil die euch es dann möglich macht, direkt in der Artikelansicht schon mal zu sehen, wie ein Artikel rauskommen würde auf einem Marktplatz und könnt dann entsprechend editieren. Und deswegen sind wir sehr zuversichtlich, dass es Sinn macht, sage ich mal, neue Systeme demnächst auch vielleicht schon nur mit dieser neuen UI auszuliefern. Wir nehmen euch aber die alte erstmal nicht weg, denn wir wissen, da sind auch noch Migrationsthemen offen, gerade wenn es darum geht, Merkmale zu Eigenschaften, da haben wir auch noch ein bisschen Bringschuld. Aber die Item-UI wächst und gedeiht. Abschließend vielleicht noch zu Plenty Warehouse, da nochmal einen kurzen Abriss. Da haben wir jetzt kürzlich die Rechteverwaltung auf die Straße gebracht, dass ihr in der Lage seid, halt auch im Backend Einfluss drauf zu nehmen, was der einzelne Benutzer dann wirklich an Funktionen zur Verfügung hat. Das hat ganz gut funktioniert, habe ich das Feedback bekommen. Und jetzt im folgenden OP nehmen wir uns ein bisschen Zeit, um vorhandene Funktionen noch mal ein bisschen zu überarbeiten, mächtiger zu machen. Also Kommissionierungsoptionen, zum Beispiel für die Rollkommi, da wollen wir jetzt auch so Trolleys einführen, dass ihr die Boxen verwalten könnt, um alles ein bisschen komfortabler zu machen. Auch weitere Optionen noch. Diese Einzelauftragskommissionierung habe ich auch schon erwähnt, die ist sogar auch so weit, dass wir die wahrscheinlich diesen Monat noch releasen werden. Da kommen halt noch spannende Features. Ansonsten würde ich sagen, Blick auf die Roadmap. Da steht es dann noch ein bisschen detaillierter und würde ich erstmal zurückgeben an Jan. Wunderbar, vielen Dank euch für die ganzen Updates. Heute sind ja die Area Product Manager hier. Wer nicht hier ist, sind die Area Engineering Manager, zum Beispiel aus dem Bereich Plattform, die unsere technische Basis verantworten. Und auch aus diesem Bereich gibt es Neuerungen. Eine habe ich selbst für euch mitgebracht. In Kürze werdet ihr Kommunikation dazu bekommen. Es geht um ein neues Login oder das zukünftig neue Login für das Backend von Plenty Systems. Das ist das Login, was auch Single Sign-On fähig ist. Also darüber könnt ihr euch dann auch über einen anderen Dienst einloggen. Sowas wie zum Beispiel, ihr habt eine Apple ID, dann könnt ihr euch über die Apple ID dann auch in euer Plenty Backend einloggen oder ähnliches. Das und andere Neuerungen teilen wir euch natürlich mit. Die Plenty News werden wir dann in einem Monat wieder für euch aufnehmen und dann eben wie üblich den Fortschritt des laufenden OPs euch mit auf den Weg geben. Und heute ist es ein bisschen länger, weil ihr merkt, es sind viele Sachen, die geplant sind und jetzt eben sukzessive umgesetzt werden. Wir nehmen euch dann mit auf die Reise und werden euch in den nächsten News-Beiträgen eben jeweils mitteilen, wo wir bei welchem Feature stehen und was ihr als nächstes erwarten könnt. Also abonniert bitte unseren Kanal, dann wisst ihr auch, was auf euch zukommt. Bis dahin, alles Gute, genießt den Sommer und wir sehen uns.